Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer nächsten Folge. So wie gestern auch schon besprochen, machen wir heute unser Warm-up-Qualifikation. Und bevor wir in das Rennen starten, wollte ich noch mal kurz sprechen über das Setup, was wir ja gestern geändert haben. Wir haben ja ein neues Setup, neues Getriebe. Whirlpool haben wir benutzen wir jetzt, seitdem wir Flow auf 5 geuppt haben, wie schon gestern gesagt. Funktioniert Spirit nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das Auto war sehr instabil und mit Whirlpool ist es schon besser, obwohl die Werte ein bisschen anders sind. Allerdings verhält sich das Auto besser. Also lasst mich unten in den Kommentaren wissen, ob ihr dieses Setup auch probiert und wie es bei euch läuft. Ich habe die ersten 2 Rennen schon gemacht und wie wir sehen, wir sind auch in den Q3 reingesprungen, also erst heute. Und das hat einen Grund, ja. Ich hoffe, dass das aufgeht. Wir werden das dann morgen und übermorgen sehen. Ich hoffe, dass die Gruppe nicht so stark ist morgen und natürlich auch übermorgen nicht, weil am ersten Tag springen ja eigentlich immer die ganz Guten alle rein. Deshalb, wir springen mal in unsere letzten 2 Rennen. Wir haben die ersten 2 Rennen haben wir gut gemacht. Ich habe euch links eingeblendet Strategie und natürlich auch Sieg oder Niederlage. Und das erste Rennen war gut, 29 Punkte. Allerdings habe ich dann beim zweiten Rennen nur 25 in Abu Dhabi gemacht. Da habe ich leider eine 3-3-2 gefahren, wie wir auch sehen. Und von daher habe ich dann einen Fehler gemacht und habe vergessen, meinen Fahrer in der zweiten Runde reinzuholen. Sonst wäre das definitiv auch so um die 30 Punkte gewesen. Also Abu Dhabi auf jeden Fall auch mit 2-3-3. Kann ich nur empfehlen, alle 3 auf Softs. Alle Runden auf Soft, aber die ersten 2 Runden dann halt auch schon pitten. Ja, hoffen wir auf eine gute Qualifikation, hoffe ich auch für euch. Ich hoffe, dass ich mit dieser Strategie, die ich habe, und zwar nicht in den Q1 reinzuspringen, sondern auch direkt mal in den Q3 oder eventuell sogar in Q2 reinzuspringen, dass es leichter wird. Und ja, wir sehen hier auch einen Gegner, der nicht so gut ist wie wir, also mit weniger Teampunkten. Das ist natürlich schon mal gut. Ich hoffe, dass sowas auch im Finale passiert, weil wenn wir einen Gegner haben, der weniger Teampunkte hat wie wir, qualifizieren wir uns schön weit vorne. Wenn wir einen Gegner haben, 13, 14 jetzt in dem Fall, wenn ich einen Gegner habe, der ein bisschen stärker ist wie ich, also bessere Teampunkte hat, dann qualifizieren wir uns bei, sagen wir mal, 13, 14 und dann einer definitiv immer so 17, 16, 17. Ja? So haben wir das Glück und können jetzt von Position 13 und 14 starten. Geben Gas am Anfang. Alonso macht direkt schon einen guten Move, da gehen wir mal kurz rein. Zieht direkt nach innen, sehr schön. Verstappen verliert da leider jetzt ein Plätzchen. Wir werden mit Alonso mit 2-3-3 fahren und mit Max Verstappen werden wir eine 4-4 fahren. Es regnet permanent. Ich hoffe, dass es auch bei dem Grand Prix dann regnet, weil so können wir dann auch schön unsere Boosts benutzen. In dem Fall Regenboost natürlich. Und dann holen wir da beim Grand Prix auch schöne Punkte. Wenn man hier mit Hex fährt, garantiere ich euch auf jeden Fall bei den Startpositionen, dass wir ja mindestens Top 5 fahren. Ihr seht selber Alonso hier bei Regen. Da passiert nichts. Ja, wir sind die ganze Zeit hier am Drücken, hätten uns auch den Sprit sparen können im Endeffekt, aber was will man machen? Wir kommen jetzt rein mit Alonso, versuchen hier mit Max Verstappen ein bisschen zu beschleunigen, um nicht noch ein Plätzchen zu verlieren. Reifen sieht okay aus. Kann auch eine 4-4 fahren. Hier. Allerdings probiere ich das mal aus, hier eine 2-3-3 zu fahren, weil qualifiziert sind wir ja, um einfach auch zu wissen, ob das auch was bringt. Werden wir mal sehen. Alonso ist jetzt da hinten, allerdings müssen alle noch pitten. So, da kommen schon die ersten rein. Also die fahren auch eine 3-3-2. Oh, das ist super. Das ist super für Max Verstappen. Kommen jetzt schön weit nach vorne.
So, mit Alonso hätten wir auch ein bisschen vorher pushen können, aber passt. Jawohl. Alonso holt sich da noch Platz 12. Sehr, sehr schön. Hier gehen wir runter mit Max. Max kommt jetzt rein, das Auto wird vollständig repariert. Alonso kann auch ein bisschen Gas geben, damit wir den Anschluss nicht verlieren hier. So, Max Verstappen kommt jetzt rein. Ja, eine 2-3-3 sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Alonso muss jetzt in der Runde jetzt auch nochmal tanken. Wir müssen das Auto reparieren natürlich. Kann noch ein bisschen Gas geben hier. Max Verstappen auch. Ein bisschen. Nicht so viel. So, jetzt runter mit Max. Wir haben jetzt vor uns noch ein paar Leute, die auf jeden Fall noch pitten müssen. Die kamen ja auch in der dritten Runde rein. Das heißt, Max Verstappen wird dann auch noch ein paar Positionen machen. So, schön dran vorbei. Platz haben wir genug. Wir sind alleine in der Pit. Sehr schön. Alonso kann jetzt in der Runde auf regulär fahren. Max ein bisschen Gas geben, nicht so viel, weil sonst haben wir keine Reifen mehr in der letzten Runde. So, die machen wir jetzt alle. Rücken vor auf Platz 9. Und Alonso kann jetzt Gummi geben. Muss er auch. Der muss auf mindestens Platz 12 wieder zurück. Ist jetzt auf Platz 13, das ist schon mal gut. Wieder ein bisschen runter vom Gas. Max Verstappen hat genug Platz vorne und hinten. Das ist sehr, sehr gut. Müssen auch noch ein paar Leute rein, aber nee, da muss keiner mehr rein, sorry. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Hoffen, dass wir mit Alonso noch vielleicht 1 oder 2 Leute überholen, das wäre cool. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Haben trotzdem gute Punkte. Bei Regen, wie gesagt, ohne Boosts, ist dann irgendwann mal auch Stopp beim Überholen. Das sehen wir jetzt auch hier. Trotzdem gutes Rennen, gute Punkte eingefahren, das passt. Können hier nochmal Gas geben mit Alonso, eventuell noch in der letzten Kurve. Nein, geht auch nicht. So schnell sind wir nicht ohne Boosts. 16 Punkte für Max und 12 Punkte. 28 Punkte insgesamt, das ist gut. Da werden wir dann mit Boosts definitiv über die 30 Punkte kommen. Lass uns hoffen, dass die Gruppen nicht so schwer sind, dass da, ja, man sieht auch jetzt in der Qualifikation habe ich andere Spieler drin. Das sieht doch schon mal gut aus, also kann ich das auch. Bis jetzt kann man schon mal sagen, fährt lieber Q2 oder Q3. Und wir springen in das letzte Rennen. Gegner ist da, willkommen in Frankreich. Gegner hat 14,90. Also sieht auch schon mal gut aus, hat wieder weniger Teampunkte wie wir. Und Frankreich, ja, einer meiner Lieblingscircuits definitiv. Wenn wir hier Boosts benutzen, dann kann man einiges an Punkte holen. 14 und 16. Und wir fahren auch wieder mit Alonso auf Soft, fahren wir hier raus. Und wir fahren auf Hard mit Max Verstappen, werden im Grand Prix Boost benutzen morgen. Da wird die Reifenauswahl ein bisschen anders sein. Wir hoffen auf einen guten Start. Alonso, ja, sehr schön. Zieht direkt wieder in die mittlere Spur. Hoffen hier auf einen guten Start. Los geht's, komm. Uiuiui. Immer wenn ich auf einen guten Start hoffe, dann haben wir eigentlich keinen guten Start. Der Gegner kommt sehr, sehr gut weg. Mit beiden auf Medium. Gehen jetzt mal hier runter auf Gas. Mit Max Verstappen können wir auf regulär fahren. Mit Alonso noch ein bisschen pushen. Jawohl, da haben wir noch ein Plätzchen gemacht. Gucken wir mal, was uns noch vorher hier ist. Der Esteban Ocon, unser Gegner, auf Softs. Und dann viele Leute auf Medium und auf Softs hier unterwegs. Heißt für Alonso, dass es nicht so rosig wird hier für die ersten 2 Runden.
Kommen auch jetzt nach der Runde rein. Auto wird nämlich nicht repariert. Ui, da verliert Max Verstappen ein Plätzchen. Macht er wieder gut? Ja. Wir haben vor uns Daniel Ricciardo auf Hard. Den sollten wir machen. Wir uns hier nochmal ein bisschen mit Schwung. Aber Max Verstappen will so richtig nicht. Können wir wieder ein bisschen Gas geben. Gehen am besten wieder auf regulär. Ja, nämlich hinter uns haben wir hier einen auf Soft, der jetzt oder die nächste Runde in die Pits kommen muss. Ja, da kommt er rein, genau. So, Alonso ist jetzt Platz 22. Ein bisschen Gas geben, versuchen Albon auf Hard und Lance Stroll auf Hard. Die sollten wir machen, weil die halten uns ja sonst ab. Aber wir können nicht so viel Gas geben, versuchen gleich nochmal. Jetzt hier auf der Geraden, eventuell. Kommen auch gut weg, die Jungs. Die sind schnell unterwegs. Rivale kommt mit beiden Fahrern in der dritten Runde rein, wie wir sehen. Mit Max Verstappen haben wir auf jeden Fall den ersten überholt und mit Alonso haben wir auch beide überholt. Sehr, sehr schön. Max Verstappen kommt jetzt in die Box. Wir müssen ein bisschen Sprit sparen, haben aber eine gute Platzierung hier, Platz 9, das sieht gut aus. Können hier eventuell noch ein bisschen Gas geben, um nicht Platz zu verlieren. Der Gegner ist jetzt hier auf Hard hinter uns, kommt aber auch, kommt nicht so richtig an uns heran, das ist gut. Das heißt, Gegner muss auf jeden Fall noch auch zweimal in die Pits. So, das war's für Max Verstappen. Kommt jetzt raus, sehr gut. Hier ein bisschen Gas bis zur langen Geraden. Alonso muss jetzt rein und dann fahren wir, die letzten 3 Runden fahren wir mit Medium und können dann auch Vollgas geben, komplett. Für die nächsten 3 Runden. So, hier, Max Verstappen sieht auch sehr, sehr schön aus. Hat hinter sich genug Platz. Die sind auch in einem Duell verwickelt, das heißt, die werden auch noch Zeit verlieren. Sehr, sehr schön. Alonso kommt jetzt rein. Rivale geht in Führung. Jawohl, Alonso kommt sehr gut raus und werden jetzt pushen für die letzten 3 Runden. Sprit und Reifen sind genug da. Beim Grand Prix eventuell mit Boosts kann man dann eventuell auch nochmal die letzten 3 Runden auf Softs machen. Werden wir dann sehen. So, mit Max müssen wir ein bisschen langsamer fahren, weil uns sonst der Sprit auch nicht ausreicht. Jetzt kommt Alonso hier hinten, schon auf Platz 20. Jetzt müssen wir Gas geben mit Max, sonst werden wir hier die Plätze verlieren. So, sehr, sehr schön. Ziehen. Alonso lassen wir durch Teamorder. So, wer muss denn jetzt hier noch pitten? Fast alle. Ja, vor uns müssen alle noch pitten hier bis zu Platz 8. Ne, Platz 8 kann noch fahren, so wie es aussieht. Hoffen wir auf ein paar gute Plätze hier. So, Max Verstappen kann jetzt auch noch mal Gas geben. Alonso macht auf Platz 14, sehr schön. Der Gegner kommt jetzt rein, wie wir auch sehen, und auch noch mehrere Leute kommen hier rein. Die Plätze machen wir uns alle. Sehr, sehr gut hier. Sehr, sehr schön. Komm, jawohl, Max Verstappen auch noch Platz 12. Also Platz 11 und Platz 12 jetzt im Moment. Und eventuell verlieren wir sogar noch einen Platz. Esteban Ocon hier hinter uns auf Softs. Und vor Alonso auch nochmal einen auf Soft. Müsste Russell sein. Yep, da ist er. Wie schon gesagt, er ist auf Soft. Vielleicht hat der ein oder andere hier ein Problem mit seinem Auto. Und jawohl, da machen wir noch ein Plätzchen. Sehr, sehr gut. Da machen wir sogar noch 2. Platz 10 und Platz 11. Sehr, sehr schön. Ja, 29 Punkte auch nochmal fürs letzte Rennen in Frankreich. Ja, ein erfolgreiches Qualifikationsrennen haben wir hier gemacht. Sehr, sehr gut.
Qualifiziert sind wir auf jeden Fall. Verpasst morgen nicht die Folge, Leute. Morgen geht's wieder rund. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir eine leichtere Gruppe haben im Q3 und dass wir hier bessere Punkte fahren, damit wir auch eine bessere Kiste kriegen. Mein Ziel mit der ganzen Sache hier wäre auf jeden Fall Top 10. Das wäre super. Das wäre super. Ja, erster Platz qualifiziert mit 111 Punkten. Sieht auch nicht danach aus, als würde hier irgendjemand kommen und uns da runterstoßen. Aber die Gruppe ist auch schon kleiner, wie ihr seht. Wir haben nur 30 Leute. Das ist auch schon mal was ganz Gutes. Also können wir auch für morgen damit rechnen, dass wir auch eine kleinere Gruppe haben. Ja, Leute, das war's von mir heute. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Vergesst im Video nicht ein Like dazulassen, wenn ihr bis Ende zugeschaut habt. Und natürlich auch ein Abo dalassen für die Leute, die noch neu sind. Und wir sehen uns bei dem nächsten Rennen. Ciao, Leute!